Oh, hallo Frau Scholz. Schulz, Sie wissen schon, dass Sie es anmelden müssen, wenn Sie die Decke einreißen wollen, oder? Oh, sorry, ich versuche gerade einen Schrank aufzubauen und das ist gar nicht so leicht. Entschuldigen Sie bitte. Naja, sobald ich das Grundgerüst jetzt aufgebaut habe, dann fällt auch erstmal nichts mehr um. Okay? Soll ich Ihnen kurz helfen? Ja. Fast. Oh, Mist. Probieren Sie es doch mal. Der passt nicht. Sie brauchen einen größeren Schraubendreher. Ja, ich weiß. Nein, you're gonna need a bigger Schraubendreher. Na, you're gonna need a bigger boat. Jaws. Warte, Sie haben ihn nie gesehen. Sie haben nie Jaws gesehen? Nee. Das kann doch gar nicht sein. Warum tragen Sie denn ein T-Shirt mit dem Plakat eines Filmes, den Sie noch nicht einmal gesehen haben? Naja, ich fand's halt irgendwie cool aus. Ha! Cool. Jaws ist Spielbergs Meisterleistung. Einer der bedeutendsten Filme in der Geschichte des Bewegtbildes. Revolutionär auf so vielen Ebenen. Naja, und Sie tragen das T-Shirt, weil es cool aussieht. Ja, es gefiel mir halt und da dachte ich, ich nehm's mal mit. Sie gehen auch ins Kino, um Popcorn zu essen, nehme ich an. Manchmal. Na kommen Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie nie Popcorn im Kino essen. Klar esse ich Popcorn im Kino, aber darum geht's doch gar nicht. Ich gehe nicht ins Kino, um Popcorn zu essen. Ich gehe ins Kino, um den Film zu schauen. Naja, vielleicht sollten Sie mal nur wegen des Popcorns ins Kino gehen. Warum machten Sie das eigentlich so aggressiv? Das macht mich doch gar nicht aggressiv. Also naja, vielleicht ein bisschen. Ich war mal im Theater vor ein paar Jahren. Und da war so ein Paar vor mir. Die haben die ganze Zeit getuschelt während der Vorführung. Also so rumgeflüstert. Und dann in der Pause haben sie natürlich schön Sekt geschlürft. Und lauthals im Foyer gelacht. Und dann zurück auf den Plätzen nur wieder getuschelt. Und auf die Uhr geguckt. Und dann, als das Stück vorbei war, haben die am lautesten geklatscht. Die standen einfach auf und klatschten und klatschten. Dabei haben sie sich null für die scheiß Aufführung interessiert. Die klatschten und klatschten. Was für ein Stück war das denn? Faust. Und ich nehme an, da war der Abend für Sie schon gelaufen, oder? Naja, da war ich schon echt genervt. Aber dann wurde ich richtig wütend. Als wir rausgehen, sehe ich, wie die zwei sich da an die Schlange für die Autogramme von den Schauspielern anstellen. So ganz engagiert und interessiert laufen die da hin und wollen ein Autogramm. Nur um sich dann über diese scheiß Unterschrift zu freuen. Von einem Schauspieler, den sie gar nicht kennen und dem sie noch nie mal richtig zugeschaut haben. Nur für sich, nur ums zu haben. Also Sie waren quasi komplett außer sich, weil zwei Menschen laut geklatscht und sich ein Autogramm geholt haben. Ja, aber es geht ums Prinzip. Ich finde einfach, man sollte die Kunst wertschätzen und sich nicht selber wichtiger machen als das, was man sich da gerade anguckt oder angucken sollte. Egal ob Gemälde, Film, Buch, Musik oder sonst was. Da steckt auf Jahre an Arbeit drin. Und eine unbedeutende Existenz kann sich dann doch einfach mal kurz zurücknehmen und sich ganz dem Kunstwerk widmen. Und mal nicht immer nur an sich denken. Wow, okay. Und dann schauen wir uns alle wie leere Hüllen Theaterstücke an, oder was? Ohne Geist und ohne Seele. Ich meine, also ich finde, wenn ich meine aktuellen Gedanken und Sorgen mit reinnehme, dann wirkt die Kunst auch sowieso ganz anders auf mich. Und manchmal, da will ich mich doch auch nicht zu 100% wirklich dem Film widmen. Und einfach eine richtig gute Zeit mit meinen Freunden haben. Und dann schauen wir halt zum Spaß den neuen Transformer-Film. Ja, Transformers. Das schaue ich dann auch lieber ohne Geist und ohne Seele. Transformers. Ach, was zum Spaß. Und Sie müssen schon zugeben, dass der irgendwie cool ist. Also unterhaltsam. Schauen Sie sich erstmal Jaws an. Okay, Deal. Ich schaue mir Jaws an. Und Sie gehen einfach mal zum Spaß ins Kino. Einfach hin, ohne zu wissen, was läuft. Und dann einfach mal auf sich wirken lassen, ohne gleich alles durchzuinterpretieren. Ja, nur aus Spaß, nur für mich. Und danach gehe ich noch auf Kur. Und in so eine Wellness-Oase. Kauf mir am besten gleich noch einen Hund, damit ich mich nicht so allein fühle. Ja, oder dazu gibt's vielleicht noch so einen Massagesessel.
Oder einen per App steuerbaren Toaster. Oder wie wär's mit einem Bieraufschäumer? Und alles immer für einen selber, damit ich mich besser fühle. Wann machen wir eigentlich mal nichts nur für uns? Ein Bieraufschäumer? Ja, Bieraufschäumer gibt's. Also das schraubt man so aufs Glas und da bewegt sich was und... Naja. Wahnsinn. Aber nur um das kurz mal anzumerken. Ich helfe Ihnen dabei, Ihren Schrank aufzubauen. Ja, aber das machen Sie ja auch nur für sich. Was? Naja, Sie haben ja nur angeboten, mir zu helfen, da Sie genervt waren von dem Krach aus der Wohnung über Ihnen. Also helfen Sie mir, damit Sie keinen Lärm mehr haben. Also wirklich, ich gehe gleich. Wissen Sie was? Ich hätte Ihren Scheißlärm auch einfach ignorieren können. Und meine Musik laut machen können und darauf hoffen, dass Ihre Scheißbretter am Takt fallen. Okay. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie Hunger? Haben Sie Hunger? Also ich könnte eine kleine Stärkung gebrauchen. Wir können uns auch gerne duzen, wenn Sie wollen. Ich bin Martin. Anna. Wem gehörte eigentlich der Schrank? Meiner Mutter. Oh. Mein Beileid. Nee, die lebt noch. Oh. Aber trotzdem danke. Na dann wollen wir mal den Schrank fertig machen, oder? Ja. So viel ist es ja nicht mehr. Na dann. Voilà, c'est comme ça depuis 10 heures ce matin. Ce n'est pas libre, ce n'est pas libre. Je sens la colère qui me fait trembler les mains. Ce n'est pas libre, ce n'est pas libre. Je perds mon sang-froid en écoutant cet air-là. Na, das war jetzt gar nicht mal so schwer, oder? Ja, eher eine kurze Montage, ne? Aber vielleicht hätten wir doch lieber Schrauben kaufen sollen, als zu nageln. Ach, passt schon. Jetzt fehlt nur noch die Kleiderstange. Wenn du die einmal so halten könntest, dann nagel ich die jetzt fest. Guck mal, was für dich im Briefkasten lag. Frau Scholz? Schulz. Or you can kiss me on